Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor ungefähr 2 Wochen habe ich auf meinem Instagram-Kanal ein Bild eines niederländischen Fahrgeschäfts gepostet, das schon länger nicht mehr auf der Reise ist. Zu diesem Bild habe ich zahlreiche Nachfragen bekommen, in denen es oft darum ging, was es überhaupt für ein Fahrgeschäft ist und warum sie davon überhaupt nichts wissen. Dabei rede ich von nichts Geringerem als dem zu seiner Zeit höchsten mobilen Fahrgeschäft der Welt, Mission Space. Dieses Fahrgeschäft möchte ich euch in diesem Video einmal genauer vorstellen. Bei Mission Space handelt es sich um den Prototypen und die bisher einzige Auslieferung eines KMG-Fahrgeschäfts des Typs Mission Space, welcher in seiner aktiven Reisezeit von der Familie Krohn, welche Schausteller und zugleich auch Firmeninhaber der Firma KMG ist, durch die Niederlande reiste. Beim ersten Blick auf diesen großen Koloss denken viele wohl zuerst an einen Baukran, was durch die angewendete Fachwerkoptik natürlich auch sehr nahe liegt. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Mission Space vom Fahrablauf einem gewöhnlichen Starflyer sehr ähnlich ist, jedoch auch ausschlaggebende und vor allem bei der Fahrt merkbare Unterschiede aufweist. Wenn man das Fahrgeschäft also einmal live erleben konnte und in einer der beiden, über 2 separate Einstiegsplattformen je 10 Personen fassenden Gondeln Platz genommen hat, kann die Fahrt ja schon fast beginnen. Fast, denn zuvor sollten wir natürlich noch gesichert werden. Jeder der in einer Zweierreihe angeordneten Sitzplätze verfügt über einen starren Beckenbügel, auch Lapbar genannt, welcher stufenlos verriegelt wird und so für optimale Oberkörperfreiheit sorgt. Wurden alle Bügel nur noch einmal von einem Mitarbeiter kontrolliert, so erheben sich die beiden großen Hauptarme, an denen je eine der Gondeln mit Seilen befestigt ist, langsam, bis sie ihre volle Höhe von 80 Metern erreichen. Eine Höhe, die für ein aktives mobiles Fahrgeschäft seinerzeit ein Rekord war. Jeder Kirmeskenner weiß natürlich, dass es mit dem Aussichtsturm Top of the World schon ein höheres mobiles Fahrgeschäft gab, mittlerweile aber stationär im Freizeitland Geiselwind steht und derzeit auch nicht mehr reisefähig ist. Wurde nun also die Flughöhe erreicht, so setzt die Drehbewegung ein und der komplette Hauptmast mit den daran befindlichen Gondeln wird begleitet von einem extrem lauten Getriebegeräusch immer schneller werdend gedreht, bis die Gondeln ihre maximale Geschwindigkeit von rund 80 km/h erreicht haben. Schon das Starten der Drehbewegung sorgt für ein mulmiges Gefühl im Magen, denn bei der Beschleunigung geraten die beiden Gondeln in ein recht starkes Schaukeln. Durch den riesigen Flugradius von ca. 80 Metern erlebt man hier ein viel intensiveres und freieres Geschwindigkeitsgefühl, als man es zum Beispiel von den Starflyern kennt. Als sei das noch nicht genug, macht sich erst jetzt der richtige Clou dieses Fahrgeschäfts bemerkbar. Während die Gondeln mit 80 km/h um den Turm gedreht werden, beginnen die Ausleger auf und ab zu fahren, sodass die beiden Gondeln bei voller Fahrt Höhenunterschiede von bis zu 20 Metern bewältigen. Zwar geraten die Gondeln durch die relativ langsame Auf- und Abbewegung nicht ins Schaukeln, jedoch ist die zusätzliche Bewegung deutlich spürbar und verschärft das ohnehin sehr begrenzte Sicherheitsgefühl in den Gondeln noch einmal. Nachdem die Drehbewegung wieder zum Stillstand gekommen ist, senken sich die beiden Arme wieder langsam ab, um die Gondeln in den Einstiegsplattformen zu parken. Da die Gondeln beim Herablassen teilweise stark ausschaukeln, dauert dieser Vorgang oft auch mal etwas länger. So viel zum Fahrerlebnis des Mission Space. Ich persönlich konnte den Ride nur einmal live auf der Mega-Kirmes in Uden 2014 erleben und testen. Für mich war es damals mit echter Überwindung verbunden, in das Fahrgeschäft einzusteigen. Jedoch wollte ich mir die Chance natürlich nicht nehmen lassen. Generell finde ich, dass Karussellfahrten an dieser Höhe bei mir immer mit einem mulmigen Gefühl verbunden sind. Dieses Gefühl hat der Mission Space definitiv vollends ausgereizt. Zwar handelt es sich bei Mission Space keinesfalls um ein extrem schnelles Thrill-Fahrgeschäft, jedoch ist es auch keine gemütliche Aussichtsfahrt. Kommen wir doch mal zum technischen Teil. Mission Space wird vollständig auf 4, teilweise extrem große Transporte verladen, wobei hier der Transport des 60 Meter hohen massiven Hauptarms besonders heraussticht. Da KMG normalerweise für seinen Slogan Easy Rides bekannt ist und Fahrgeschäfte baut, die möglichst einfach auf wenigen Transporten verladen werden, sticht dieser Gigant natürlich vollends aus der Produktpalette des Herstellers heraus. Mission Space wiegt insgesamt 150 Tonnen und wird auf einer gigantischen Grundfläche von 32 x 25 Metern aufgebaut. Zum Vergleich: ein großer Breakdancer von Huss hat gerade einmal 25 x 25 Meter. Der Aufbau erfolgt ohne einen großen Kran. Alle größeren Hebearbeiten werden mit Seilwinden durchgeführt, welche direkt am Fahrgeschäft verbaut sind. Sowohl der Aufbau als auch der Abbau können mit 6 Personen in ca. 8 Stunden erledigt werden. Das Fahrgeschäft wurde optisch von der Firma BB Dekorateurs, welche für die Gestaltung diverser KMG-Fahrgeschäfte verantwortlich ist, gestaltet. Außerdem gehört der Mission Space zu einem der ersten Fahrgeschäfte, die eine großflächig angelegte und entsprechend programmierte RGB-LED-Beleuchtung verbaut hatte, welche sich mit über 14.000 Lichtpunkten über den kompletten Turm sowie die beiden Hauptarme ziehen. Mission Space benötigt einen Stromanschluss von 400 Volt und 200 Ampere, kann in der Stunde nur rund 500 Personen transportieren, was natürlich dem Verhältnis von Sitzplatzzahl und Fahrzeit geschuldet ist und wurde nach den Sicherheitsstandards des deutschen TÜVs gebaut.
Ob sich dies nur auf die Funktion als Fahrgeschäft bezieht oder ob es durch den TÜV auch für den Transport auf den deutschen Straßen zugelassen ist, weiß ich nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass auch der Transport auf deutschen Straßen möglich ist, dieser aber aufgrund der enormen Größe der Transporte mit jeder Menge Auflagen verbunden ist bzw. wäre. Kommen wir zum überaus interessanten geschichtlichen Teil. Die Firma KMG warb schon vor der Premiere des Prototyps mit Modellen und Artworks auf diversen Fachmessen für dieses Fahrgeschäft. Die letztendliche Premiere des Mission Space fand dann aber auf der Kirmes am Skihafen in Rotterdam vom 23.04. bis 8.05.2011 statt. Wobei sich die Eröffnung des nagelneuen Fahrgeschäfts verschob, sodass die letzten Aufbauarbeiten sowie Testfahrten am Mission Space noch während der ersten Spieltage der Kirmes durchgeführt werden mussten. Erst am 29.04., also gut eine Woche nach der Eröffnung der Kirmes, fanden die ersten Publikumsfahrten der neuen Attraktion statt. Nachdem der Mission Space dann gut 4 Jahre lang durch die Niederlande reiste, wurde das Fahrgeschäft zum Ende der Saison 2014 firmenintern eingelagert. Im Jahre 2016 überraschte dann der norwegische Freizeitpark Kongeparken mit einem Teaser, der den Mission Space dort als Neuheit für die Saison 2016 bewarb. Über die Facebook-Seite des Mission Space konnte man die Verschiffung und den Aufbau der Attraktion in Norwegen verfolgen und auch der Park selbst veröffentlichte eine kleine mehrteilige Baudoku. Am 16.05.2016 wurde die Attraktion, welche mit einigen Tarnnetzen und einer kleinen Queueline noch etwas thematisch angepasst wurde, unter dem Namen Ornen eröffnet. Nur gut 1,5 Jahre nach der Eröffnung verkündete der Park, dass das Fahrgeschäft zum Ende der Saison 2017 aufgrund technischer Probleme und Besucherumfragen, die ergeben haben, dass das Fahrgeschäft wohl zu langweilig sei, wieder abgebaut wird. 2019 eröffnete der Park an dieser Stelle einen fabrikneuen 80 Meter hohen mobilen Funtime Freefall Tower mit dem Namen Stupid, welcher mit einer Höhe von 246 Metern über dem Meeresspiegel beworben wurde. Vor 13 Uhr fungiert dieser als Aussichtsturm, zwischen 13 und 14 Uhr entscheidet der Zufall, ob die Gondel oben ausgeklinkt wird oder wieder langsam nach unten fährt, und nach 14 Uhr gibt es dann das übliche Freefall-Fahrprogramm. Zurück zum Mission Space. Dieser wurde laut Park an einen niederländischen Freizeitpark verkauft. Anders als viele dann erwarteten, wurde die Attraktion von KMG wieder abgebaut und nach entsprechenden Bildern, die immer wieder aufgetaucht sind, scheinbar auf dem Gelände der Firma KMG eingelagert. Die letzten offiziellen Lebenszeichen des Mission Space sind einige Facebook-Postings, wie zum Beispiel dem vom 21.08.2018 mit dem Spruch "Time to wake up the beast" sowie dem zeitlich gesehen letzten Posting vom 25.06.2019 mit der Info, dass der Countdown zur nächsten Mission läuft. Ob und wo der Mission Space wieder zurückkehrt, ist aber bis heute nicht bekannt. Aktuell soll er Gerüchten zufolge wohl noch immer bei KMG eingelagert sein und auf seinen nächsten Einsatz warten. Das sollte nun gewesen sein. Der Mission Space ist definitiv ein verrücktes Fahrgeschäft mit einer wohl noch verrückteren Geschichte. Ich würde mich riesig freuen, diesen Koloss eines Tages nochmals fahren zu können. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Eindruck ihr von diesem gigantischen Fahrgeschäft habt und ob ihr die Chance hattet, es einmal auszuprobieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like, Kommentar oder Abo freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade tut. Bis zum nächsten Mal.